Ist das kalt da draußen? So, was kochen wir denn heute? Biftecki von Hensler. Schnelle Nummer, mal wieder. Ich weiß in der letzten Zeit viel, aber ist ja auch irgendwie so gedacht gewesen. Ich hätte nämlich mal richtig wieder Bock auf so Frikadellchen, selbstgemachte. Und wenn jetzt schon so eine schnelle Nummer kommt, dann machen wir doch die griechische Variante davon. Auf geht's. Und wie immer geht das Ganze los, indem ein bisschen was klein geschnitten wird. Was haben wir hier alles? Wir haben zweimal Zwiebel, einmal für die Soße, einmal für das Fleisch. Knoblauch fürs Fleisch, Kräuter fürs Fleisch. Hier habe ich Petersilie und Minze liegen. Dann kommen noch rein Thymian und Rosmarin. Die mache ich hier getrocknet rein, weil ich ungern irgendwas Hölzernes oder zähe Nadeln am Ende drin haben will. Und für die Soße dann gleich noch Paprika. Ich schneide das einfach alles direkt. Zwiebel einmal feiner für das Fleisch und dann gleich eine ein bisschen gröber für die Soße. Nicht vergessen zwischendurch eine Runde zu heulen und dann geht's weiter. Schnell ein bisschen Platz auf dem Brettchen schaffen und weiter geschnippelt. Was die Minze riecht, ey, krass. Und die Paprika für die Soße gleich. Mache ich mal schön dünn. Ganz vergessen, 2 Tomätchen kommen ja auch noch mit rein. Also die auch schön klein hacken. Soll für die Saftigkeit sorgen. Ich hoffe es. So, dann Pfeffer dazu. Mache ich mal nicht so geizig. Salz ebenso. So, dann kommt jetzt natürlich von mir hier noch der Thymian. Und Rosmarin und ganz fein. Saft einer halben Zitrone. Und ein Ei. Plopp. Und auf geht's ans fröhliche Kneten. So. Also hat so einen Fladen gemacht, der Hensler. Zack. Ich hoffe, das reicht. El Caso. Scheinbar nicht so richtig. Ich versuche jetzt mal die Seiten so ein bisschen hoch zu klappen. Ich spüre leider überhaupt keine Klebrigkeit oder sonst irgendwas. Nichts, was das zusammenhalten würde. Aber ich probiere es jetzt einfach. Darum geht es ja. Wir wollen ja wissen, ob es klappt. Zumindest vom Rezept her soll es passen. Ich habe die gleiche Menge an Fleisch und die gleiche Menge an Ei. Ich nehme mir jetzt hier richtig schön Zeit, dass ich das ordentlich verbacke.
Soweit, so gut. Hoffen wir, dass es einigermaßen stabil bleibt. Es ist nämlich etwas runny. Aber sieht gut aus, oder? Guck mal. Oh, ich habe vergessen das Mikro. Sieht geil aus, oder? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ab in die Pfanne damit. Ich vergesse das Mikro viel zu oft. So, Grillpfanne habe ich nicht. Bei mir eine ganz normale. So eine kleine. Ich mache das eins nach dem anderen. Das zweite packe ich mit dazu. Aber ich muss sagen, ich merke gerade, mir geht die Fleischmasse schon aus. Gleiche Menge genommen wie Steffen. Aber mit dem dritten wird es sehr knapp. Einen Vorteil hat die etwas zu wenige Masse allerdings. Ich kriege alle drei in die Pfanne. Da guckt schon der Käse raus hier. Bleibt da drin. So, versuchen wir das hier mal umzudrehen, ohne irgendwas kaputt zu machen. Oha. Hoppala. Ach ja, das geht noch. So, ich lasse das jetzt noch einen Moment anbraten, damit es so ein bisschen Festigkeit bekommt. Und dann muss ich, weil mein Ofen zu klein für die Pfanne ist, das Ganze etwas umorganisieren. Kann aber dafür dann gleich in der Pfanne schon weitermachen und kann darin nämlich die Soße schon machen. Und zwar nehme ich die Dinger jetzt nämlich da raus, oder ich versuche es zumindest. Und pack die einfach in so eine kleine Auflaufform rein. Da sind sie und die kommen jetzt in den Ofen. So, und während die jetzt in 200 Grad im Ofen rumbrutzeln, wird hier das restliche Gemüse angebraten in der gleichen Pfanne. Das kann ich jetzt nämlich praktischerweise gleichzeitig machen. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe eben aus Versehen den Knoblauch mit in die Masse geschmissen. Das war eigentlich für die Soße gedacht, deswegen habe ich jetzt nochmal was nachgeschnippelt. Sieht aber schon und es riecht so geil. Jetzt mache ich schon mal hier die Tomatenpampe mit dazu. Ich habe das jetzt nur ein bisschen anschwitzen lassen. Und jetzt, einfach nur weil ich es noch hier habe, das gehört nicht zum Hensler Rezept, ich mache es trotzdem, schmeiße ich noch alte Nudeln von gestern mit rein, die sich da jetzt hoffentlich ein bisschen auflösen bzw. wieder weich werden. Und natürlich bekommt auch die Soße lecker Salz und ein bisschen Pfeffer. So, das Fleisch ist jetzt etwas über 5 Minuten drin. Das heißt, jetzt kommt die Soße dazu. Und das machen wir jetzt nämlich auch genau andersrum, als Monsieur Hensler das gemacht hat. Ich gebe jetzt nämlich die Soße einfach oben drauf. Wisst ihr was? Der Ästhetik halber machen wir es doch so rum. Erst die Suppe. Schön all das lecker Zeug mit dazu. Und dann das Fleisch oben drauf, beziehungsweise ein bisschen da rein. Und dann wieder in den Ofen für weitere 5 Minuten, so sagt das Rezept. So, das sind jetzt genau die Zeiten und die Mengen, die Hensler vorgegeben hat. Wie man sieht, ist hier noch
ist es noch recht flüssig. Aber gut, das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm. Jetzt schauen wir doch mal, wie das von innen aussieht hier. Yum, yum, yum. Da ist der Käse. Zumindest, okay, das Fleisch ist durch, das ist schon mal gut. Dann schauen wir doch mal, wie es schmeckt. Ein bisschen Soße, Fleischkäse. So, und jetzt habe ich nur riesen Angst, dass ich mir fies die Schnüsse verbrenne, weil es noch fies am Qualmen ist. Aber das tut man nicht alles für den Kanal. Okay, auf jeden Fall sieht es geil aus und es riecht gut. Oh, lecker. Sehr lecker. Wirklich sehr lecker. Ich meine, Frikadellchen sind sowieso immer lecker. Jetzt mal ehrlich. Mit dem Käse natürlich noch mal geiler. Ich bin sehr überrascht, wie kräftig doch die Minze rauskommt. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber nicht diese, da kann man vielleicht den einen oder anderen beruhigen, nicht diese Minzfrische, wie man sie bei Minze irgendwie immer erwartet und wo ich erstmal gedacht habe, Frische, diese komische Kältefrische in einer Frikadelle, ich weiß ja nicht. Nein, man schmeckt das Aroma der Minze ohne diese Frische, was sehr gut zu dem Käse passt. Also Daumen hoch, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall nachmachen. Die Soße könnte ein bisschen fester sein. Woran könnte es gelegen haben? Ich habe nicht großartig viel Wässriges dazu gemacht. Vielleicht hätte man es einfach ein bisschen länger einkochen lassen müssen in der Pfanne. Dann wäre es gegangen. Dann liegt natürlich das Fleisch ein bisschen rum, aber hey. Also heute kann ich mich echt nicht beschweren, es ist sehr lecker. Ich werde das jetzt nicht alles aufessen können, aber ich esse jetzt gleich schön mein Abendessen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne liken, abonnieren und den ganzen Kram. Nächste Woche erstmal wieder Kärtchen, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen, wenn ich die Zeit dazu finde, für das nächste Gericht.